Germany's oldest and fastest racetrack, the AWUS, served as a model for the country's famous Autobahns. It runs through the German capital Berlin. A high-speed track that has written history. Die AWUS gehört für mich zu den bedeutendsten Rennstrecken der Welt. Das war ein Highlight. Die AWUS war halt auch schon die geografische Lage in der Stadt, in Berlin, mit der Historie. Es gibt kaum eine Rennstrecke, die so eine Historie hat wie die AWUS. Dann da A zu fahren, B erfolgreich zu sein, gehört zum guten Standard eines Rennfahrers. Mein Name ist Hans-Joachim Stuck. Seit 50 Jahren bin ich jetzt aktiver Rennfahrer, ganz schön lange, bin ich aber stolz drauf. Und natürlich für mich die AWUS, die jetzt 100 Jahre alt wird, ein ganz wichtiger Platz in meiner Karriere. The car Hans-Joachim Stuck drove to such great successes on the AWUS was an Audi V8 Quattro. Today it stands in the PS Speicher Museum in Einbeck, Lower Saxony. Many vehicles that made racing history in Berlin through the decades are on show here. The AWUS, short for Automobile Traffic and Practice Road, opened on September 24, 1921 with a race. The German Grand Prix was held here for the first time in 1926. It gave German racing legend Rudolf Caracciola the first of many victories. More and more ambitious young German drivers took up position at the AWUS's starting line. In 1932, Hans Stuck hit the track. Das ist der Papa. Den erkenne ich an der Haltung. Erstens an der Haube, die Brille und die Gesichtsform, der sticht da immer raus. Gell? Auf was war er denn da unterwegs, 43? Was war denn das damals? During the era of the legendary Silver Arrows, Hans Stuck set one record after another, driving cars by Mercedes and Auto Union. In 1934, he covered a distance of 200 kilometers on the AWUS, doing an average speed of 216 kilometers per hour in this race car by Auto Union, with its 16-cylinder engine churning out nearly 300 horsepower. Was die Burschen damals geleistet haben mit den Autos, gell, kann man immer nur wieder sagen, unglaublich. Und Hut dreimal ab davor. Bei der Ergonomie, damit du da schlecht drin sitzt, du kannst die Beine nicht ausstrecken, du hast die Arme angewinkelt, du hast keinen Sicherheitsgurt, du hast kein ABS, keine automatische Schaltung, keine Servolenkung. Also das ist, und dann die Geschwindigkeiten. Auf der AWUS sind die 400 gefahren, gell, mit den Dingen. Mit den schmalen Reifen musst du dir mal vorstellen. Wenn du abfliegst, dann bist du möglicherweise tot. His father Hans Stuck knew that too. Ja, die Blasen von dem schlagenden Steuerrad, die spüre ich heute noch an den Händen, wenn ich nachts davon träume. Und die verbrannten Füße von diesem heißen Bremspedal, die vergesse ich nie. Es war nicht immer leicht, diese Heckschleuder unter Kontrolle zu behalten. Da ging es ja wirklich mit knapp 400 dahin damals, gell? Da gab es noch keine Leitplanken, da war dann der Grunewald. Und da hast du dir schon überlegt, was da ist. Und dann auch natürlich die Steilkurve nicht zu vergessen. Ne? Und noch mal wesentlich mehr Druck aufs Auto hat es, mehr Belastung fürs Material, auch für den Fahrer natürlich. Also das war schon von ihm körperlich her eine unglaubliche Leistung. The infamous hairpin bend was banked at a 43-degree angle. From 1937 to 67, it connected the two straight stretches at the north end of the 19-kilometer high-speed track, and it served as more than just a racetrack. Mit einem Grund, dass sie gebaut worden ist, war sie als Teststrecke nutzen zu können. Weil es gab da noch keine andere Strecke, wo man lange auch geradeaus fahren kann, die Belastung erproben kann. Und das war damit ein Hauptgrund auch für die Bau der Strecke. Gell? Among the innovative vehicle prototypes developed on the AWUS were the Leichtbau Meyer and the RAK 2. Fritz von Opel accelerated his rocket-propelled vehicle up to 238 kilometers per hour in just a few seconds. Thousands of people witnessed the event. The test and racetrack was closed to normal traffic until 1940. AWUS expert Ulf Schulz in Berlin knows every single detail of its checkered history. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Berlin 1921 zum Eröffnungsrennen der AWUS. Fritz von Opel steht schon am Start mit seinem roten Opel 8-25 PS. Wir sind tatsächlich hier im Fahrerlager. Hier waren früher die ganzen Trucks aufgebaut, von den großen Rennteams, gerade zur DTM-Zeit, wie ich es selber noch erlebt hatte.
Und dann wurden die Zelte aufgebaut, dann konnte man hier als kleiner Junge damals durchlaufen, hat die großen Rennfahrerlegenden persönlich getroffen. What was also special about the Avus was the asphalt. Countless tests were performed using various road surfaces to make the Avus the mother of all Autobahns as we know them today. Es war eine der Aufgaben der Avus, beziehungsweise war sie Testlabor, Feldlabor für den Asphalt. Man hatte am Anfang wirklich unterschiedliche Belege auf der Strecke und konnte sich so durchprobieren. Auch im Straßenaufbau, was man heute kennt mit Recyclingmaterial, wie der Straßenaufbau funktioniert. Das alles hat man hier auf der Avus getestet und das floss natürlich später in den Autobahnbau, Straßenbau deutschlandweit, weltweit ein. Sie ist mindestens mal die Stifterin der Autobahn, Ideengeberin der Autobahn und hat ihren großen Anteil an den heutigen Straßen, die wir so kennen. After the Second World War, the Avus led the way through the divided city of Berlin to Dreilinden, the border crossing for the transit route through East Germany. Aber der Weg in die Freiheit im Prinzip, man hatte natürlich noch die Transitzone vor sich, aber wenn man da durch war, dann war man halt in Westdeutschland und deswegen bezeichne ich die Straße auch gerne als Weg in die Freiheit. In the 1950s, before the Berlin Wall was built, the Avus was also used to score political points. Formula One races took place here and were open to citizens from the East and West. But then bad accidents put the brakes on using the Avus as a racetrack. Until the 1980s, when competitions for young racing drivers took off again here. Formula One legend Michael Schumacher won one of his first races on the Avus. And starting in 1984, the German Touring Car Championships took place here. The Avus racecourse quickly became Hans-Joachim Stuck's favorite. Du bist halt in Berlin gefahren. Das ist genau, wenn man ihn heute aussuchen darf, war er liebsten am Nürburgring. Ne? Das ist halt eine spezielle Stätte. Ganz klar. Und da war Berlin auch, weil du halt toll in der Stadt gewohnt, hast Zeit gehabt und so. Man hat sich da getroffen, hat Spaß gemacht. Schon wirklich genial, geniale Zeit. Racing here demanded full concentration. And heading into hairpin curves from the high-speed straights required huge driving skills. Die Flachkurve war auch relativ schwierig zu fahren. Da haben die Autos immer zum Übersteuern tendiert. Da war am Ausgang einmal der Unfall mit Dieter Quester, der sich überschlagen hat, der am Dach übers Ziel gerutscht ist. Ne? Also war schon einiges geboten. Ne? In May 1990, Hans-Joachim Stuck won his first race on the Avus in the German Touring Car Championships. It was an emotional highlight of his career. Gerade auch traditionellen Dingen, dort zuvor, der Papa hat gewonnen. Es ist halt Familiengeschichte. Ne? Ich meine, es gibt ja nicht so viele Familien, wo die Väter und Söhne da Rennfahrer sind. Aber das auch dann umzusetzen, dass man auch einen gewissen Erfolg hat und dass man dann weiß, der fährt dem oben, der schaut im Himmel jetzt vielleicht zu und freut sich, das ist schon ein tolles Gefühl. But the race was also one of the last motorsports highlights for the Avus. Bad accidents and organizational problems with blocking off Berlin's urban expressway on a regular basis led to car racing on the Avus being halted for good in 1998. Schade, wenn man nicht mehr drauf fahren kann. Also ich muss natürlich sagen, bedingt durch die Verkehrssituation, dass ja im normalen Leben eine Autobahn ist, war natürlich klar, dass es schwierig ist. Ich wünsche mir, dass da noch Teile erhalten bleiben. Und das finde ich schon mal wichtig, weil das ein Symbol für Deutschland ist. Ich bin stolz, auf der Avus gefahren zu sein. Happy Birthday! The Avus didn't just write Stuck family history. It also played a big part in a fast-moving century of German mobility and motorsport history.